August 2023. Es ist heiß in Berlin. Wir haben Kind und Kater und sind schließlich fest entschlossen, die Stadt zu verlassen. Wir haben eine alte Villa in Brandenburg gefunden und sind fest entschlossen, sie zu kaufen. Wir wissen, dass viel zu renovieren sein wird, aber wir werden sehr viel Platz und einen großen Garten mit alten Bäumen bekommen. Nun sind wir auf dem Weg zum Notar, um den Kaufvertrag zu unterschreiben. Hey, der Vertrag ist unterschrieben und die Villa gehört uns. So, jetzt kann ich's machen. So, Mädchen, erzähl mal. Okay, es geht los, Leute. Wir fahren jetzt nach bekommen die Schlüssel für unser Haus und werden auch zum ersten Mal die Wohnung sehen, in die wir nun einziehen werden. Das wird ein spannender Tag. Jetzt haben wir ein Stündchen Fahrt und dann wollen wir mal sehen. Ihr seid dabei. Okay, bis später. Wie sagt das Sprichwort? Wenn Engel reisen, weint der Himmel. Das Baujahr der Villa kennen wir nicht. Es muss aber um 1900 gebaut worden sein. Über die Geschichte wissen wir auch nicht viel. Es könnte das Wohnhaus eines Kommandanten des kaiserlich-preußischen Militärs gewesen sein oder auch die alte Forstverwaltung, wie jemand behauptet hat. Das Haus ist teilunterkellert. Der Eingang in das Untergeschoss erfolgt auf der Rückseite von außen. Über eine imposante Eingangshalle betritt man das Haus. Die Räume im Erdgeschoss sind an ein Büro vermietet. Eine breite Treppe führt an den Rundbogenfenstern vorbei zur Wohnung im Obergeschoss. Diese werden wir zunächst beziehen. Hier gibt es neben Bad und Küche 4 Räume, bis auf die Küche sind alle recht groß. Eine steile und schmale Stiege führt ins Dachgeschoss, wo noch ein 5. Zimmer eingerichtet wurde. Der restliche Dachboden ist roh, von Isolierung kann keine Rede sein. Ja, wir sind hier an unserem neuen Haus. Ich habe schon gemutmaßt, das sei das alte Forstamt. Wer weiß. Wie ihr seht, betreten wir die Halle. Hier gibt es sowas, eine Andeutung eines Kamins. Ich weiß nicht, ob der jemals in Betrieb war. Dann haben wir hier unten sind Räume, die sind noch vermietet. Ja, hier unten haben wir so eine schöne Ecke. Und überhaupt das Treppenhaus, das ist schon sehr, ist schon erheblich, wenn man hier reinkommt, finde ich. Das ist halt Nord, ne? Also das ist dann auch so ein spezielles Licht von Norden, ist ja auch klar. Ja, wir können ja mal nach oben gehen. Ich nehme schon mal was mit. Wir haben hier schon die ersten Sachen. Dann komm mit. Gut, zeige ich euch mal die Räume nacheinander. Hier haben wir das Bad. Was immer hier war, wir wissen es nicht so genau, aber immerhin der Wanne ist da. Es gibt einen Bodenablauf. Möglicherweise war das mal Dusche, ich weiß es nicht. Was hier natürlich fehlt, ist so was Fenstermäßiges. Also fenstermäßig, ich meine natürlich ein Rollo oder so. Kann sich hier sozusagen im Lichtkleid zeigen der Straße. Aber dann finde ich einen total schönen Blick in die Eiche hier rein. Dann gibt es hier, was das Warmwasser betrifft, haben wir hier 2 5-Liter-Speicher. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. 2 Waschbecken, nun ja. Das sind alles so Sachen. Ich glaube, hier werden einiges ändern hier. So, gehen wir mal weiter. Das Bad habt ihr jetzt gesehen. Ja, das ist so ein bisschen, naja. Okay, löst sich ja von selbst ab. So, jetzt haben wir hier einen schönen geräumigen Flur. Gehen wir mal so rum. Gehen wir mal links rum. Ja, heilige Hallen sind das hier. Ist so richtig, richtig schön groß. Hier gucken wir jetzt immer noch auf die Straße raus. Aber das Spannende kommt ja jetzt hier. Hier sollte ja laut Plan eigentlich eine Wand sein. Aber wie ihr seht ihr nichts. Sie ist nicht da. Jetzt haben wir ein großes Zimmer und ein großes Zimmer. Quasi
Ein Riesensaal. Ist zwar ganz schön, aber vielleicht ein bisschen unpraktisch. Müssen wir überlegen. Vielleicht müssen wir da zumachen, weil gleich zwischen Schlafzimmer und dem Kinderzimmer sollte vielleicht eine Wand sein. Alles so ein bisschen modernistisch angehaucht hier. Das ist ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, hier gibt es alte Türen noch und so, aber da ist jetzt nicht mehr allzu viel da. Wurde alles modernisiert. Gut, dann die weiteren Räume. Kommt mal mit. Ja, hier ist so eine Art Vorflur. Auf dem Grundriss sah das jetzt irgendwie nicht so toll aus. Aber jetzt, wo ich hier drin stehe, denke ich, naja, warum eigentlich nicht? Aber ein paar Änderungen täten hier doch gut, auf jeden Fall. Ja, gehen wir erstmal hier hinten rein. Hier ist dann noch ein Zimmer. Das ist jetzt doch arg klein. Also jetzt gemessen aneinander. Schade ist, ja, auf der einen Seite, ich weiß es nicht genau. Auf der einen Seite ist es so, hier drunter ist auf jeden Fall Parkett. Das wissen wir. Und hier oben drauf liegt jetzt Laminat. Es sieht jetzt nicht ganz schlecht aus, aber mit dem Wissen, dass hier unten drunter ein Echtholzboden ist, in Eiche, fühlt sich das jetzt nicht ganz so gut an. Für den Anfang glaube ich, ist das in Ordnung. Dann gehen wir doch mal weiter. Gehen wir doch mal in diesen Raum hier rein. Der ist jetzt auch eher klein. Ja. Hier haben wir jetzt endlich mal keinen Straßenblick. Jetzt gucken wir hinten in unser Gelände hinter dem Haus. Dürfte es relativ ruhig sein. Ja. Nicht schlecht. Ne? So, wieder durch diesen Vorflur hier. Oder Innenflur, wie immer man das nennen soll. So, jetzt sind wir in der Küche. Oder das, was hier als Küche benutzt wurde. Ist auch nicht allzu groß. Ja, hier hinter dieser Wand, die ist, wie man vielleicht hört, nicht allzu dick. Da ist das andere kleine Zimmer und wahrscheinlich werden wir diese Wand entfernen, so dass wir eine große Wohnküche haben. Haben wir zwar noch ein Zimmer weniger, aber ich glaube, wir müssen können und dürfen großzügig sein. Hier unten, man sieht, hier hat es eine Reparatur gegeben. Wir waren ja einmal unten in dem Büro unten und da hinten gab es einen Wasserfleck in der Ecke und ich nehme an, das ist, dadurch ist diese Reparatur gekommen. So, das Heizungsrohr 1 oder beide kaputt. Und jetzt haben sie es einfach hier über den Boden gelegt. Wahrscheinlich standen hier Küchenschränke. Und dann war das unter dem Sockel der Küchenschränke. Das muss möglicherweise auch geändert werden. Ist auch relativ frisch gemacht, wie man sieht. Genau, hier ist der Herdanschluss. Ob wir den jetzt wirklich da haben werden, weiß ich nicht. Ich werde nachher, glaube ich, mal ein paar Maße nehmen und dann planen wir, wenn wir zurück in unserem alten Zuhause sind, planen wir, wie wir die Küche einrichten wollen. So ganz einfach wird es nicht sein, weil natürlich haben wir Schrägen hier, wir haben ein Sargdach. Garantiert fehlt die Dämmung hier zwischen der Schräge und dem Ziegeldach. Ja, also hier ist auch so ein 5-Liter-Gerät. Warum das jetzt genau so ist, weiß ich nicht. Ich muss mir wahrscheinlich die Heizungs-14 mal fragen, warum hier mit dem Speicher warm gemacht wird. Möglicherweise ist die Heizung nicht sehr alt. Hier ist jedenfalls der Kamin von der Heizung. Das heißt, hier müssen wir bohren und sehr vorsichtig sein. Eigentlich darf man hier gar nicht bohren. Das ist so ein ziemlicher Block, ein wichtiges Ding. Und der Blick hier raus. Wir haben ein großes Brachgrundstück. Also man sieht, das ist völlig überwuchert. Wir haben schon ein Auge drauf geworfen. Mal schauen. Dahinter sieht man, das ist so ein bisschen spezifisch hier. Ja, das kann man sehr schön sehen. Steht was mit Loch im Dach hier schräg gegenüber. Ist auch so ein Bau, der kaputt ist. Also wer hier was kaufen will, ist möglich. Müssen wir ein paar Maße nehmen und auch aufschreiben. So,
Ich habe mal eben aufgemessen. Ja, wir gehen mal nach oben. Es wird leider dunkel sein, weil es gibt hier jedenfalls kein Licht. Aber kommt mal mit. Ja, hier ist noch ein Zimmer. Ist gar nicht mal ganz klein. Hier ist schon einiges reingetropft und ausgelaufen, wie man sieht. Ja, ich frage mich gerade so, wie das mit der Dämmsituation hier ist. Wird wahrscheinlich nicht so berauschend sein. Aber wir können gleich mal rübergehen. Da sind wir dann auf dem Dachboden. Genau. So, das ist das, was man gerne Ausbaureserve nennt. Es ist wohl wahr. Hier ist Reserve. Wahnsinn. Riesendachboden. Aber wie schon gesagt, keine Dämmung. Da und dort ein paar kleine Löcher. Aber das reicht, glaube ich, fürs Erste. Hier gibt es noch so ein kleines Gaubenfenster. So eine Art Ochsenauge. Und hier mein Lieblingsbaustoff. Glaswolle. Widerlich. Ja, wir ziehen wieder ab. Wir haben das Haus besichtigt und wir haben festgestellt, es gibt einige Änderungen gegenüber dem Grundrissplan, den wir haben. Das macht es natürlich jetzt ein bisschen auf der einen Seite einfacher, auf der anderen Seite muss man neu überlegen, wie wir die Räume nutzen. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ja, unser Kleiner, der hat jetzt auch genug, wie man hört. Macht's gut und ich glaube, zum Umzug oder nach dem Umzug, da sehen wir uns wieder. Bis dann, macht's gut, ciao. Dann vergesst auch nicht zu subscriben oder zu liken oder beides am besten sogar. Ja, bis dann, ciao.